Hallo und willkommen zu Tinkertech. In dieser kleinen Videoserie möchte ich mal versuchen, möglichst praktisch und äußerst verständlich darzulegen, was hat es denn mit dem Thema Vierlink-Aufhängung, Anti-Squat, Anti-Dive, also in dem Sinne generell der Fahrwerksabstimmung von einem RC-Geländewagen, sage ich mal, zu tun. Ich möchte ja explizit nicht nur auf irgendwelche Performance-Class oder sonstigen Monster eingehen, die hochgezüchtet sind, sondern das Ganze richtet sich natürlich auch an den Scaler-Fahrer. Ich denke mal, da kommt auch hier und da ein paar informative Sachen rum. Mir persönlich geht es eigentlich nur darum, dass zum Schluss jeder in der Lage ist, vielleicht mal festzustellen, was hat er denn für einen Schwerpunkt am Auto, wie funktioniert das Ganze, wie hatten sich sein Hersteller das gedacht, wieso ist es plötzlich, selbst wenn ich es leichter mache oder einen Schwerpunkt senke oder sowas, trotzdem das Fahrverhalten plötzlich schlechter, weil da spielt vieles ineinander rein. Die Hersteller, muss man im Vorfeld gleich mal sagen, sind mittlerweile schon relativ schlau und bauen das Auto so, dass es aus der Box raus, so wie sie es sich vorgestellt haben, relativ gut fährt. Mit jeder weiteren Änderung, die man selber macht, begeht man natürlich schon das Risiko, dass sich im dümmsten Fall das Fahrverhalten wirklich verschlechtert. Im Thema Vorlenkaufhängung fällt sofort immer wieder das Schlagwort, wo ist denn der Schwerpunkt? Um überhaupt zu wissen, was macht mein Auto, wohin fährt's, wohin kippt's, wie verhält sich das Ganze, muss ich auf jeden Fall zwingend wissen, wo ist denn der Schwerpunkt von meinem Auto? Was heißt das jetzt? Schwerpunkt im Englischen nennt man es auch COG, Center of Gravity, betrachtet. Ich finde das Wort Schwerpunkt eigentlich ein bisschen schwerfällig, sollte kein Wortwitz sein. Man sollte es eher mal als Massemittelpunkt oder praktisch verständlich eigentlich auch fast Gleichgewichtspunkt betrachten. Von der eigentlichen Lage her, wenn man ein Auto baut, ich habe jetzt mal exemplarisch eins meiner Autos von hinten fotografiert, automatisch der Schwerpunkt schon relativ mittig, weil man rechts und links die Reifen hat, Akku halbwegs mittig, Motor halbwegs mittig, also wird generell auch davon ausgegangen, dass der Schwerpunkt sich ungefähr in der Mitte befindet, plus minus ein bisschen. Da gehen wir also nicht näher drauf ein. Interessant wird dann eher, wie ist das Ganze vorne und hinten. Da hat man halt den wirklich wichtigen Punkt, was unser Ziel sein wird, zu verstehen, wie man es herausfinden kann. Wo ist der Schwerpunkt? Oben, unten, vorne, hinten, wo ist die exakte Lage? Weil das bedingt natürlich, wie verhält sich mein Fahrzeug allgemein schon mal. Da geht es jetzt noch nicht mal darum, wie verhält sich ein Punkt mit dem Vierlink-Aufhängung, schiebt, drückt, was weiß ich, sondern einfach nur, wo ist er? Um mal zu sagen, was ist der Schwerpunkt überhaupt, was hat er damit zu tun? Ich habe jetzt mal hier bei den Magneten einfach mal den angenommenen Schwerpunkt meines Autos markiert. Schwerpunkt heißt, so betrachtet, solange die Auflagefläche meines Fahrzeugs außerhalb der Lotrechten des Schwerpunkts ist. Lotrecht heißt immer CR drunter gehangen, das Ding pendelt sich hier schön aus, zeigt mir also, wo ist es unten. Solange die Punkte, wo mein Auto aufsteht, also äußerste Reifenkante, noch außerhalb der Linie des Schwerpunkts nach unten sind, bleibt es stehen. Bin ich jetzt genau auf dem Punkt, wird es wackelig. Bin ich über dem Punkt, ja, dann kippt die ganze Kiste. Da kommen wir jetzt schon zum nächsten Punkt, der relativ, ich sag mal, gut ersichtlich sein könnte. Ich könnte jetzt bei gleichem Schwerpunkt natürlich schon dafür sorgen, dass mein Auto mehr Schräglage ab kann, indem ich es zum Beispiel breiter mache. Ich mache jetzt hier einfach mal bloß spaßeshalber zum Verdeutlichen den Reifen einfach mal um angenommene 1 Zentimeter pro Seite breiter. Also ich verbreitere meinen Radstand. Aber wie ich dann sehe, ich gewinne damit nicht wirklich viel. Wesentlich mehr gewinne ich, wenn ich den Schwerpunkt des Autos einfach tiefer setze. Dann brauche ich das Auto nicht breiter machen. Ich habe zwar weiterhin dieselbe Manövrierbarkeit an Hindernissen und sonstigen, aber es fällt halt noch nicht um. Dabei zeigt sich natürlich sehr schnell das Problem, dass wenn zum Beispiel bei meinem vorherigen angenommenen Schwerpunkt dort auf der normalen Höhe, normale Reifenbreite wieder, wenn ich jetzt
den Schwerpunkt relativ weit oben im Auto habe, weil ich halt als Skillfreund, sage ich mal, einen Haufen Dachlast fahre, ein paar Abschleppkettchen drauf und sonstiges, wer macht das nicht, ne? Dann zeigt sich sehr schnell, in dem Moment jetzt würde er schon kippen. Ich müsste schon ein ganzes Stück zurückgehen, damit das Auto nicht mehr kippt. Und dabei muss man immer noch betrachten, das hier ist ja nur, das Auto steht jetzt stabil und ausgedruckt. Im Wirklichen ist es ja dann so, dass die ganze Karosserie mit dem ganzen Gewicht drauf natürlich sich auch noch in sich rüber neigt und damit den Schwerpunkt noch im Vorfeld dann anfängt rüber zu holen. Damit kippt die Fuhre dann halt doch aufgrund dessen, dass sich der Oberbau mitbewegt, dann doch noch früher, als man es hier auf dem Papier mehr oder weniger so sehen kann. So, Schwerpunkt in der Längsachse bezogen. Ich habe jetzt mal wiederum mit dem Magneten markiert, wo der angenommene Schwerpunkt meines Fahrzeugs ist. Ist ein bisschen höher als im echten Fahrzeug, aber einfach mal um zu verdeutlichen, wie war das noch einmal mit diesen Aufstellpunkten. Jetzt aktuell, der Schwerpunkt ist innerhalb meiner Auflagepunkte des Autos, also genau hier Reifenmitte ungefähr auf gerader Fläche. Alles ist gut. Wenn ich dann vorwärts fahre, sieht man, dass der Schwerpunkt sich immer weiter vorne dem Vorderreifen nähert. Solange ist noch alles okay. So, und ab einem gewissen Punkt sehen wir hier, dass jetzt der Schwerpunkt exakt auf dem Auflagepunkt des Reifens liegt. Jetzt fängt die Kiste an, absolut instabil zu werden. Meistens kommt erschwerend hinzu, dass jetzt natürlich das Heck auch wesentlich leichter geworden ist. Weil alles Gewicht zeigt jetzt hier nur nach vorne, für hinten ist nichts mehr da. Das heißt, er federt aus und dadurch, dass sich die Karre hoch bewegt, bringt sie natürlich das Gewicht noch schneller nach vorne, als hier dieser Ausdruck das überhaupt darstellen kann. Das heißt, noch ein kleines Stückchen weiter und er fängt sofort an, überzukippen. Jetzt hier gemalt kann er sich natürlich noch abfangen, indem er dann wieder ein Stückchen weiter nach vorne fährt und sofort der Vorderreifen vorm Schwerpunkt wieder ist. In der Lage wird er das Auto sofort wieder stehen können von alleine. Jetzt kann man zum Beispiel mal schön verdeutlichen, was passiert, wenn man so ein, ich sag mal, auf relativ hohe Performance getrimmtes Fahrzeug nimmt und den Schwerpunkt mal nach vorne, aber nach unten bewegt. Ziel des nach vorne Bewegens ist eigentlich, dass wenn man über eine Kante fährt, der Vorderwagen viel mehr schneller Gewicht wieder auf der Achse hat und man sich über Kanten drüber ziehen kann. Wenn man mit demselben Auto jetzt allerdings mal hier denselben Hügel fährt, wird man feststellen, dass er schon eigentlich wesentlich früher ein Problem bekommt. Dadurch, dass der Schwerpunkt generell weiter vorne sitzt, hat er in diesem Moment wesentlich mehr Tendenz, dort trotzdem schon leichter zu werden, als ein Auto, der relativ weit den Schwerpunkt hinten hat. Vorher war er ungefähr dort, da wäre ich noch im sicheren Bereich. Allerdings, wie man jetzt schon sieht, die Unterschiede sind eher minimal. Die kann man dann auch mit fahrerischem Können ausgleichen, indem man halt ab dem Moment Gas gibt und zusieht, dass man wieder hier weiter unten in den sicheren Bereich reinkommt. Wesentlich dramatischer ist es natürlich, wenn der Schwerpunkt relativ weit oben am Auto sitzt. Da fange ich schon relativ sehr früh an, eine Kippneigung nach vorne zu bekommen. Deswegen generell das Ziel immer Schwerpunkt möglichst tief, allerdings im vertretbaren Rahmen, nur Wunder kann man damit auch nicht generieren. Wesentlich interessanter wird das Thema Schwerpunkt und welche Performance hat mein Auto, wenn ich bergauf fahre. Da kommt dann nämlich noch ein weiterer Effekt zum Tragen. Ich habe mal hier wieder mein normales Modell genommen, Schwerpunkt relativ mittig vom Auto. So, und stelle fest, dass spätestens ab dem Moment hier und der Steigung bin ich an einem Punkt, wo jedes weitere Ranfahren mit dem Auto an diese Kante dafür sorgen würde, dass der Schwerpunkt hinter meinem Reifen liegt und somit das Auto sowieso nach hinten umfällt. Noch kommt jetzt dazu der praktische Effekt, dass wenn der Reifen sich nach vorne dreht, er automatisch versucht, das Auto gegenzudrehen. Damit versucht er das Auto nach hinten überzuwerfen, jetzt beim Gas geben. Wenn ich jetzt den Schwerpunkt ein Stückchen weiter nach vorne bringe, bin ich zumindest mal in der Lage, dort bis ranzufahren an diesen Hang und habe immer noch hier ein bisschen Puffer. Jetzt, das ist dann das Thema später für das Anti-Squat, wenn ich jetzt dafür sorge, dass beim Gasgeben mein Auto nicht die Tendenz hat, überzuschlagen nach hinten, weil der Reifen sich so rumdreht, sondern das Auto eher versucht, sich gegen zu bewegen,
Dann schaffe ich halt dann auch solche Kanten wirklich mit einem Gasstoß hochzukommen. Aber Grundvoraussetzung dafür ist auf jeden Fall immer, dass mein Schwerpunkt es mir überhaupt ermöglicht, so weit an die Kante ranzukommen, um solche Winkel dann überhaupt bearbeiten zu können. So, nach der kleinen kurzen theoretischen Einführung zum Thema Schwerpunkt, jetzt kommen wir mal langsam zum praktischen Punkt. Wie ermittle ich denn den Schwerpunkt von meinem Fahrzeug? Durch Auspendeln. Keine Angst, hat mit Voodoo nichts zu tun, auch wenn manch einer das vielleicht als Voodoo betrachtet. Letztlich geht es nur darum, dass ich mein Auto an der Vorderachse aufhänge, frei pendeln lasse und gucke, wo befindet sich dann die Hinterachse und das Ganze noch einmal an der Hinterachse aufgehangen zur Vorderachse. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Schwerpunkt ermitteln möchte für die Fahrhöhe meines Fahrzeugs, sollte ich die hinteren Federn dann dementsprechend blockieren, so dass sie von alleine die Fahrhöhe dann behalten, weil wenn ich es aufhänge, das Fahrzeug, würden die ja sonst komplett ausfedern. Ich habe hier ein bisschen Stahldraht benutzt. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Einfach über die Feder parallel darüber die Programme an Zusatzgewicht machen, im Verhältnis zum Gewicht der Hinterachse jetzt wirklich nichts aus. Auf diese Art fixiert, kommt dann die Karosse noch drauf, Akku ist ja schon drinne und dann muss ich das Ganze, wie ich schon sagte, hier aufhängen. Ich persönlich nutze dafür gerne alte Rotten, also alte Links, die ich hatte. Die haben wir M4-Gewinde drin, die kann man dann einfach prima auf die restlichen verbleibenden Achsstummel draufschrauben. Jetzt will er gerade nicht. Doch. Und dann hat man einen schönen Punkt, wo man das Auto ordentlich aufhängen kann, sodass es frei sich auspendeln kann, dass man das Lot dann füllen kann. So, ich habe das jetzt hier mal vorbereitet. Das Auto, wie gesagt, an der Vorderachse schön frei hängt aufgehangen. Es kann nach unten frei auspendeln. Ich habe mir jetzt natürlich wesentlich mehr Mühe gegeben mit dem ganzen Aufbau, als ich sonst machen täte. Weil letztlich ist das Ziel jetzt nur, mit dieser lotrechten Stange, die ich hier habe, zu ermitteln, in welchem Punkt kreuzt das Ganze oder welchen Abstand hat das Ganze von der Hinterachse. Jetzt hier, um es nachmessen zu können, mal mit dem Lineal daneben, sieht man, dass wir relativ gut Mitte der Stange bei 37 mm, 36, 37 mm ungefähr sind. Das Ganze kann ich mir jetzt mit dem Millimeter merken. Wenn ich einfach bloß grob das Ganze über Pen and Paper oder halt mit Lineal und Stift später machen möchte, reicht es, wenn ich mir eigentlich nur merke, wie viel Abstand habe ich von der Felge zum Beispiel. Dann kann ich mir das später auf dem Papier aufzeichnen oder kann mir dann am Rechner dort ein paar Geraden reinziehen. Das Ganze, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, pendelnd aufgehangen an der Vorderachse, um den Abstand bei der Hinterachse zu messen, muss man noch einmal genau andersrum machen. Misst dort auch den Abstand dann aus oder macht sich ein Foto davon, dass man sich merken kann. Und wie es dann weitergeht, kommen wir gleich dazu. Praxistipp am Rande noch: Die Räder der Achse, die gerade aufgehangen wird, brauche ich nicht unbedingt montiert zu haben. Also wem das mehr liegt oder wo sich das Aufhängen besser macht, kann man auch die Räder abmachen. Das verfälscht das Ergebnis in keinster Art und Weise. Die spielen da keine Rolle. Die Räder der Achse, die frei schwingt, die sollten natürlich drauf sein, weil die mit ihrem Gewicht dann natürlich schon einen riesengroßen Einfluss auf euren ermittelten Schwerpunkt nimmt. Warum habe ich jetzt überhaupt das Ganze so gemacht und aufgehangen? Letztlich wollte ich damit gucken, wo ist meine Schwerpunktlinie, wenn ich das ganze Fahrzeug auf der Vorderachse aufhänge. Ich habe jetzt einfach mal diesen Draht genommen, um das Ganze zu symbolisieren. Wenn ich dann gleichermaßen die Hinterachse, was ich dort ermittelt habe, auch mit angucke, Schnittpunkt so ungefähr, hinten ein bisschen weiter weg, vorne ein bisschen näher an der Felge, habe ich jetzt genau den Punkt, wo das Auto sich gependelt hat. Dieser Kreuzpunkt hier, das ist genau mein Schwerpunkt. Auf dessen Suche war ich. Wie man sieht, habe ich ein bisschen geflunkert vorhin. Der Schwerpunkt meines Fahrzeugs ist wesentlich tiefer im Praxi. Für jeden, der es nur so wissen möchte, der kann sich jetzt natürlich den Abstand hier ganz normal so ausmessen. Wenn sein Fahrzeug steht, weiß er ungefähr, wie viel Millimeter von der Aufstellfläche dann das Ganze weg ist.
Um das Ganze noch ein bisschen genauer zu machen, habe ich im Forum, den Link stelle ich hier unter dem Video dann auch mit rein, dass man den schneller findet, habe ich mal eine Excel-Datei kreiert, wo man die gemessenen Werte, die Abstände an der Hinterachse sowie an der Vorderachse dann direkt eingeben kann und auch den berechneten Schnittpunkt exakt bekommt. Hilfreich ist das enorm für die Arbeit dann später mit dem Vierlink, wenn man das Ganze versucht auch auf dem Excel-Blatt durchzuziehen, also auf die digitale Art und Weise. Dann hat man dort direkt Millimeterwerte, die man eingeben kann und muss nicht mühsam versuchen, hier aus dem Bild und am Modell dann nachzumessen, welche Werte dann wirklich da sind. Für alle, die bloß so mal schnell einen Eindruck haben wollen, wo ist der Schwerpunkt vom Auto, was hat sich da geändert, reicht diese Variante hier ja ganz normalerweise eigentlich schon aus. Wie man sieht, mein Schwerpunkt ist relativ tief bei dem Fahrzeug, liegt doch daran, dass ich einen Haufen Gewicht unten in den Rädern drin habe, direkt an den Achsen, also nicht an den Rädern selbst, weil zu viel bewegtes Gewicht muss der Motor dann bewegen. Ist schlecht für die ganzen Antriebe im Normalfall. Zum Thema Schwerpunkt an und für sich mal noch. Viel Gewicht nach unten. Um das Gesamtgewicht des Autos in Grenzen zu halten, ist es natürlich hilfreich, wenn man oben am ehesten spart. So, wo wir gerade schon erwähnt haben, dass der Schwerpunkt relativ tief liegt, weil ich einen Haufen Gewicht unterhalb der Achse noch an die Achse angebaut habe. Kann man vielleicht noch mal an den Punkt eingehen, warum mache ich sowas, welchen Effekt hat das und warum ist es eigentlich besser, zumindest im Vorfeld, wenn man versucht, alles oberhalb des angepeilten Schwerpunkts vom Auto wegzulassen, weil das wesentlich günstiger ist, als Gewicht durch Gewicht unter der Achse dann wiederum auszugleichen. Relativ gut kann man sich das mal vorstellen anhand einer Wippe auf einem Kinderspielplatz zum Beispiel, kennt ja jeder. Zwei Personen drauf, da eine Person mit einem Kilogramm, hier eine Person mit einem Kilogramm. Die Waage ist schön also die Wippe ist schön im Gleichgewicht. Jetzt kann ich entweder hier noch eine Person mit 1 Kilo draufsetzen und auf der anderen Seite auch mit einem Kilogramm draufsetzen, dann wäre wie immer noch Gleichgewicht. Aber statt mit diesem Abstand von, ich sage jetzt mal 10 Zentimeter, kann ich auch hier im Abstand von 1 Zentimeter, also einem Zehntel davon, eine 10-fach schwerere Person draufsetzen. 10 Kilo hier. Diese 10 Kilo Person auf dem 1 Zentimeter Abstand ist genauso viel wert für den Schwerpunkt selber, für den Mittelpunkt, dass alles im Gleichgewicht bleibt, wie in 10 Zentimeter Abstand eine 1 Kilo Person. Umgekehrt proportional nennt man das. Zeigt allerdings bei uns auch, dass ein Gewicht in weiter Entfernung vom Schwerpunkt eine wesentlich drastischere Auswirkung hat. Wenn ich hier 1 Kilo habe in 10 Zentimeter Entfernung, müsste ich die mit 10 Kilo in 1 Zentimeter Entfernung ausgleichen, damit der Schwerpunkt gleich bleibt. Das Ganze jetzt mal auf die Modellmaßstäbe gebracht. Ich nehme jetzt bloß mal ein Zehntel von dem Gewicht. 100 Gramm in 10 Zentimeter Entfernung, was bei einem, sage ich mal, TRX mit Aufbau, Dachgepäckträger und sonstigen vielleicht nicht mal so daneben liegt. Um die auszugleichen, um überhaupt auf denselben Schwerpunkt zu kommen, müsste ich ein Zehntel von dem Gewicht, also ein komplettes Kilo, einen Zentimeter unterhalb des Schwerpunkts anbringen. Das wird schon relativ knifflig und wir reden hier bloß von 100 Gramm auf der Höhe. Das Ziel eigentlich, um Performance von einem Auto zu erreichen, ist ja den Schwerpunkt noch zu senken. Gerade haben wir bloß drüber diskutiert oder geredet, dass wir ihn gleich halten wollen. Das heißt, um da noch den Schwerpunkt runterzuholen, wenn ich hier oben so viel draufgepackt habe, müsste ich noch mehr unten anbauen. Irgendwann wiegt das Auto dann 10 Kilo und kommt aus den Gewichtsgründen dann gar nicht mehr vorwärts, obwohl der Schwerpunkt dann auf einer relativ guten Lage wäre. Wie man sieht, ist auch dort, man muss einen Mittelweg finden. Aber wem es Richtung Performance geht, der sollte tunlichst versuchen, nach oben möglichst wenig Gewicht zu haben, weil das lässt sich nur durch viel, viel mehr Einsatz von Gewicht dann überhaupt wieder ausgleichen. So, für alle, die wie ich das Ganze eher präzise mit Nachkommastellen, auch wenn es keinen Sinn macht, rechnen möchten, BZW, ich habe halt schlichtweg keine Lust, jedes Mal am Rechner dann irgendwie da die Kreuze zu ziehen, dann später am Fahrzeug nachzumessen, wie viel Millimeter bin ich denn jetzt wirklich vom Boden weg und so. Weil ich es halt für die Vierlinkberechnung später brauche ich es auch in Millimetern, vorzugsweise, wenn man es haargenau machen will. Habe ich halt mal ein Excel zusammengebastelt, was mir diese ganze Berechnerei der Linienzieherei und so weiter dann direkt abnimmt.
Also wirklich wichtige Werte brauche ich eigentlich nur den Radstand von meinem Fahrzeug, just in dieser Fahrhöhe, die ich habe. Bei manchen verlängert der und verkürzt sich ja ein bisschen, je nach Ein- und Ausfedern. Und den Reifendurchmesser, der gerade verbauten Reifen, mit denen ich auch gemessen habe. Der Felgendurchmesser ist wirklich nur der Optik wegen, dass man sieht, wo liegt man dann ungefähr. Aus Erfahrungswerten zum Beispiel sage ich immer, wenn ich unterhalb der Felgenoberkante gut da drinne bin, dann habe ich einen relativ sinnvollen Schwerpunkt schon einmal für ein performantes Auto. Bei anderen Fahrzeugen natürlich anders. Dann gibt man mal noch die Messwerte ein, die man ermittelt hat. Hier, wie man sieht, ist immer der kürzeste Abstand zwischen meiner Achsmitte und dem Pendel ist einzugeben. Die ganze Umrechnerei, dass das nicht genau winklig jetzt zur Standhöhe ist, zum Fahrzeugstand, die macht dann das Programm selber. Abstand Vorderachse, Hinterachse, einmal flugs eingegeben, wird sofort ausgerechnet. Wo ist mein Schwerpunkt? Bezogen von der Hinterachse nach vorne und natürlich vom Boden her, in welcher Höhe befindet sich das Ganze. Auf den Radstand berechnet sehen wir dann hier eine Verteilung, dass er 51% von hinten nach vorne liegt, also ein kleines bisschen vor der Mitte des Fahrzeugs. Das wird im Nachgang bei meinem Fahrzeug jetzt noch ein bisschen erhöht, was zu wenig ist, aber das sieht man dann hier relativ gut und schnell. Die Rechnung folgt sofort. Das Schöne ist, man sieht halt auch, man kann mal sagen, wenn ich meinen Schwerpunkt tiefer oder noch weiter vorne haben will, welches Ergebnis müsste ich beim Pendeln haben. Von daher kann man hier schon mal rumspielen und rausfinden, was müsste ich als Ergebnis später dann ablesen können, wenn ich das Fahrzeug pendle. Also schon mal, um im Vorfeld das Ganze zu ermitteln. Wer sich das ganze Geschwafel von mir nicht merken konnte, findet hier auch nochmal schnell eine Reihenfolge, was zu beachten ist. Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Kann das Ganze dann nachvollziehen und kann noch mal sein Auto dann ausblenden und muss sich das ganze Video nicht noch einmal von vorne angucken. Wer bis hierhin zugehört hat, dem danke ich auf jeden Fall schon mal. Scheint ja doch interessant gewesen zu sein. In der nächsten Folge wird es dann theoretisch erst einmal um das Thema Vierlink Anti-Dive, Anti-Squat gehen. Es wird einen dritten Teil geben, da wird es dann, denke ich mal, eher an das Excel-Programm zur Vierlink-Berechnung generell gehen. Und im vierten Teil dann das Ganze noch einmal an meinem Fahrzeug, was ihr jetzt hier auch pendeln gesehen habt, um mal aufzuzeigen, dass im Endeffekt das Baukastenmodell durch Erleichterung und so weiter und auch Tieferlegen der Skid eigentlich schlechter geworden ist mit der Originalkonfiguration. Also genau das passiert ist, was ich anfangs schon mal erwähnt habe, dass durch das ganze Rumgespiele man versucht, den Schwerpunkt tief zu bringen, das durchaus auch ein Schuss nach hinten sein kann. Was gut zu wissen ist, so kann man dann halt entsprechend gegenarbeiten. BZW findet dann halt raus, warum sein Auto nicht unbedingt so funktioniert, wie man es sich erhofft hat. Aber das kommt dann demnächst und ich danke euch schon mal.